Thomas und die verschwundene Patientin, ein Rätsel zwischen den Krankenhausmauern. Ein neuer Tag brach an und Thomas war wieder im Krankenhaus, bereit für eine weitere Schicht. Obwohl er seine Arbeit liebte, spürte er, dass die letzte Woche besonders anstrengend gewesen war. Das ganze Team hatte Überstunden gemacht, um den Ansturm von Patienten zu bewältigen, die durch eine Grippeepidemie eingeliefert worden waren. Aber heute schien alles ruhiger zu sein, und Thomas hatte das Gefühl, dass er endlich eine Verschnaufpause bekommen würde. Als er durch die Gänge des Krankenhauses ging, traf er auf Lena, die in der Nähe des Aufzugs stand und auf ihren Kaffeebecher starrte. »Was ist los?« fragte Thomas. »Schlechter Kaffee.« Lena schaute auf und lächelte müde. »Nicht nur der Kaffee, Thomas. Ich bin die ganze Nacht hier gewesen. Ein Patient auf der Intensivstation ist verschwunden.« »Verschwunden? Wie ist das möglich?« fragte Thomas ungläubig. »Das weiß keiner. Er war auf dem Weg der Besserung und dann war er einfach weg. Wir haben überall gesucht, aber nichts. Das war mehr als seltsam.« Thomas konnte sich nicht erinnern, jemals von so etwas gehört zu haben. »Hast du die Polizei informiert?« »Natürlich, sie sind schon hier und haben mit den Untersuchungen begonnen.« »Aber bisher haben sie noch keine Spur«, antwortete Lena. Das war definitiv keine alltägliche Situation, und Thomas spürte, wie seine Neugier geweckt wurde. »Na dann auf in einen weiteren Tag voller Rätsel und Geheimnisse«, sagte er und drückte den Knopf für den Aufzug. Der Tag verlief weiterhin ungewöhnlich. Als Thomas seine Runden machte, bemerkte er, dass das gesamte Personal nervös und angespannt war. Die Polizei befragte Mitarbeiter und überprüfte Überwachungskameras, aber es gab keine neuen Erkenntnisse. Die Ärzte und Schwestern gingen mit ernsten Gesichtern durch die Gänge, und selbst die Patienten schienen die angespannte Atmosphäre zu spüren. Thomas führte seine Arbeit wie gewohnt aus, aber die Gedanken an den verschwundenen Patienten ließen ihn nicht los. Er war gerade dabei, eine Infusion für einen älteren Mann vorzubereiten, als plötzlich die Krankenhauslautsprecher ertönten. Dringende Durchsage: alle verfügbaren Mitarbeiter bitte in die Notaufnahme. Großer Verkehrsunfall, mehrere Verletzte. In solchen Momenten gab es keinen Raum für persönliche Sorgen oder Rätsel. Thomas ließ alles stehen und eilte zur Notaufnahme. Dort war bereits das Chaos ausgebrochen. Ärzte, Sanitäter und Pflegekräfte wuselten hin und her, um die Verletzten zu versorgen. »Thomas, komm schnell! Wir brauchen deine Hilfe«, rief einer der Ärzte. Und so stürzte sich Thomas ins Getümmel, das Adrenalin ließ alle Müdigkeit und Sorgen vergessen. In diesem Moment gab es nur eine Priorität: den Patienten zu helfen. Während Thomas sich darauf konzentrierte, die Verletzten zu versorgen, vergaß er für einen Moment die seltsamen Ereignisse des Morgens. Es gab keine Zeit für Spekulationen oder Gedanken an verschwundene Patienten, hier und jetzt zählte nur die schnelle und kompetente medizinische Versorgung. Nach Stunden intensiver Arbeit hatte das Team schließlich alle Patienten versorgt. Erschöpft aber zufrieden sah Thomas auf die Uhr und bemerkte, dass seine Schicht fast zu Ende war. Gerade als er sich auf den Heimweg machen wollte, wurde er von Lena angesprochen. »Thomas, hast du einen Moment Zeit? Es gibt Neuigkeiten bezüglich des verschwundenen Patienten.« Er war sofort hellwach. »Natürlich, was gibt es?« Lena führte Thomas in ein leeres Zimmer und schloss die Tür. Die Polizei hat auf den Überwachungskameras eine Person entdeckt, die zu der Zeit, als der Patient verschwunden ist, das Krankenhaus betreten hat. Aber die Person war maskiert und konnte nicht identifiziert werden. »Das ist ja wie in einem Krimi«, murmelte Thomas. »Und was passiert jetzt?« »Die Polizei wird weiter ermitteln, aber ich dachte, du solltest es wissen. Besonders, weil du oft so spät arbeitest und auch heute hier warst.« Thomas nickte, dankbar für die Information, aber auch besorgt um die Sicherheit aller im Krankenhaus. »Danke, Lena. Ich werde die Augen offen halten.« Nach dieser Unterhaltung verließ Thomas das Krankenhaus und trat in die kühle Nachtluft. Während er zu seinem Auto ging, konnte er nicht anders, als über all die seltsamen Geschehnisse des Tages nachzudenken. Ein verschwundener Patient, eine unbekannte Person auf den Überwachungskameras und ein Großunfall, der alle Ressourcen des Krankenhauses beansprucht hatte.
Es war ein Tag voller Herausforderungen und Rätsel, und obwohl Thomas froh war, dass der Tag zu Ende war, konnte er nicht leugnen, dass diese Ungewissheit auch eine Art von Energie freisetzte. Die Fragen blieben: Wer war die maskierte Person und wo war der Patient? Als er sich in sein Auto setzte, wusste er, dass er trotz der Müdigkeit und der körperlichen Anstrengung auch am nächsten Tag wieder voller Energie sein würde. Denn genau diese Rätsel, Herausforderungen und die Möglichkeit, Menschen zu helfen, waren es, die seinen Beruf so erfüllend machten. Und so fuhr Thomas nach Hause, bereit für einen neuen Tag, der wieder seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringen würde.